Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser Folge werden wir mit dem Shelly 1 Gen 3 hier unseren Garagentorantrieb smart machen. Aber nicht nur das, wir werden mit dem Shelly Plus Add-on und 2 Magnetkontakten herausfinden können jederzeit, ob unser Garagentor offen oder geschlossen ist. Und außerdem werden wir mit einem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor selbiges von der Garage auslesen können. Und das ist nicht das Ganze. Ihr werdet in der Lage sein, nicht nur mit eurem Smartphone und Tablet eure Garage auf und zu zu machen und das Ganze auszulesen in der Shelly App. Außerdem werdet ihr mit Alexa und Google das Ganze auch noch über Sprache steuern können und zukünftig, so hat es der Hersteller versprochen, werdet ihr mit Meta das Ganze auch mit Apple HomeKit und Siri nutzen können. Und in dieser Folge zeige ich euch, wie ihr das Ganze unter anderem verkabeln könnt, wie ihr das Ganze in die Shelly App einrichtet, denn da gibt es einen Punkt, den ihr auf jeden Fall beachten müsst, sonst funktioniert das nicht, wie ihr euch das vorstellt. Außerdem werden wir auch einen ganz kurzen Blick in Home Assistant werfen und dort zeige ich euch, wie ihr einen dynamischen Icon erstellen könnt. Und ich denke, das ist genug Content für eine Folge. Wenn ihr zukünftig solchen Content, solche Videos nicht verpassen wollt, wisst ihr, was zu tun ist? Lasst einfach ein Abo da. Ansonsten, bevor wir uns hier total verquatschen, Film ab! Damit dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann, braucht ihr unterschiedliche Gerätschaften, Werkzeuge und Materialien. Ihr findet alles dazu unten in der Beschreibungsbox, müsst euch jetzt keine Notizen machen, sondern könnt euch ganz entspannt zurücklehnen und hier das Ganze verfolgen. Wir beginnen mit den wichtigsten zuerst. Beachtet bitte hier die 5 Sicherheitsregeln des VDE. Macht das nicht selbst, lasst das nur ein Fachmann machen. Ihr spielt hier mit eurem Leben. Leute, das ist das absolut nicht wert. Finger weg, wenn ihr kein Fachmann seid. Und weil es hier um unsere Sicherheit geht, denkt hier an einen Spannungsprüfer. Natürlich brauchen wir das Shelly 1 Gen 3, wir brauchen das Shelly Plus Add-on, wir brauchen hier den Temperatur- und Feuchtigkeitssensor und natürlich hier Magnetkontakte. Und weil wir hier und dort Kabel brauchen fürs Shelly, schadet es nicht, hier in der Farbe Braun und Blau welche vorrätig zu haben. Um hier mit den Kabeln arbeiten zu können, braucht ihr eventuell einen Absisolierer, Entmantler, natürlich Werkzeuge, um das hier am Shelly festmachen zu können und wenn es mal enger zugehen sollte, so eine Spitzange. Und ich empfehle euch hier mit den Klemmen von Wago zu arbeiten, weil diese einfach total genial sind und die Arbeit ungemein erleichtern. Und somit können wir jetzt loslegen mit unserem Projekt. Zunächst einmal prüfen wir, ob unser Spannungsprüfer noch funktionsfähig ist. Wunderbar, somit wäre dieser Check abgeschlossen. Als nächstes werden wir die Leitung, an der wir uns zu schaffen machen, spannungsfrei schalten und es gegen Wiedereinschalten sichern. Da ich mich an dieser Steckdose hier zu schaffen machen werde, prüfe ich hier nun die Spannungsfreiheit. Wunderbar, das sieht gut aus, jetzt können wir loslegen. Kommen wir ganz kurz zur Theorie. Dieser Taster gibt hier zum Torantrieb einen Impuls und das Tor geht dann hoch. Wenn ich nochmal drauf drücke, bleibt stehen. Wenn ich nochmal drauf drücke, fährt es runter. Irritiert euch nicht hier an den Farben Blau und Braun. Das hier führt keinen Strom, gibt einfach nur kurzen Impuls weiter, mehr nicht. Ich hatte damals keine anderen Kabel, deshalb habe ich damals Blau und Braun genommen. Habe deshalb auch einfach diese beiden verlängert, damit ich das Shelly an die Tasterdrähte verbinden kann, um so meinen Torantrieb smart zu machen. Ich habe mich hier von der Steckdose einmal Phase und Neutral zufriedengestellt und das klemme ich nun an meinem Shelly 1 Gen 3 an. Wenn ich jetzt die Spannung wieder einschalte, könnte ich das Shelly 1 Gen 3 in Betrieb nehmen, aber ich kann natürlich noch nichts schalten. Deshalb klemme ich jetzt hier meinen Taster dran. Somit ist das Ganze nun verkabelt. Das Tolle an dieser Variante ist, dass ich es sowohl mit dem Shelly 1 Gen 3 steuern kann, als auch weiterhin hier mit dem Taster und somit die Kinder auch die Garage auf- und zumachen können. Kommen wir nun zum Shelly Plus Add-on und den 2 Sensoren. Zunächst einmal verkabeln wir das hier mit den Magnetkontakten, damit wir hier den Öffnungszustand ermitteln können. Und diese 2 Drähte vom Magnetkontakt kommen einmal in Ground und einmal in Digital In. Und das verklemme ich nun. Achtung, die Klemmen hier, die Schraubanschlüsse sind sehr klein, also sogar mein kleinster Schraubendreher geht da nicht rein. Ich wünsche mir in Zukunft, dass dort Shelly Spezialwerkzeug direkt mitliefert. Somit wäre das Ganze hier verkabelt und hier an den Rahmen angebracht und das Gegenstück kommt später an das Tor, damit es dann erkennen kann, ob es offen oder zu ist. Die Verkabelung des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors ist relativ einfach. Schwarz kommt in Ground, Gelb in Data und Rot in VCC. Und somit wäre das Ganze nun noch abgeschlossen. Und jetzt können wir es an das Shelly 1 Gen 3 klemmen. Und jetzt klemmen wir das hinten hier an das Shelly 1 Gen 3. Und somit ist auch das Shelly Plus Add-on hier verknüpft. Und die Sensoren werden nun erkannt. Und das ist nun Variante 1. Ich zeige euch ganz kurz noch Variante 2. Und dann bringen wir das Ganze in die Shelly App und werden damit ganz viel Spaß haben.
Die zweite Variante ist relativ straightforward. Neutral und Phase können uns hier wieder von der Steckdose nehmen. Und Output und Input, das wird spannend. Ihr seht hier ein Kabel, welches in 2 Klemmblöcke vom Torantrieb reingeht. Das sind die Kabel von meinem Taster. Das bedeutet, bei mir ist es relativ einfach. Ich weiß, wo ich hier Output und Input hier anklemmen muss. Aber wenn ihr nicht wisst, wo bei euch hier das Ganze anzuklemmen ist, schaut bei euch in der Bedienungsanleitung oder ruft euren Hersteller an, welche Klemmblöcke für euch hier für den Tasterbetrieb vorgesehen sind. Und dann könnt ihr dies an Output und Input anklemmen. Wo man aber bei dieser Variante sehr viel falsch machen kann, ist hier mit den 2 Magneten. Denn in dem Moment, wo das Garagentor hier diesen Magneten mitnimmt, sagt das Shelly, ich bin zu. Denn das Tor fährt ja runter und somit ist es ja zu. Was ist aber, wenn unterwegs zum Beispiel ein Fahrrad dort ist und dann klemmt hier der Torantrieb zum Beispiel auf halber Höhe, aber das Shelly sagt, ich bin zu. Deshalb empfehle ich euch diese 3 alternativen Punkte, denn da habt ihr dann die Gewissheit, denn sobald das Tor wirklich zu ist, trifft es dann auch den Magnetkontakt und dann ist es auch tatsächlich zu. Bitte beachtet dies, sonst werdet ihr hier sehr viel Frust haben mit eurem Torantrieb. Als Beispiel bei mir, ich habe so ein Blech gebogen und habe das hier an mein Garagentor angebracht und der eine Magnetkontakt ist hier und der andere auf der anderen Seite. Und wenn ich das jetzt hochfahre, dann seht ihr, dann weiß jetzt hier das Shelly, das Ganze ist jetzt offen. Und erst, wenn mein Garagentor wirklich zu ist, treffen sich dann auch diese beiden Magnetkontakte und so habe ich die 100%ige Gewissheit, dass auch mein Tor wirklich zu ist. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich jede freie Minute in diesen Kanal stecke? Oft lasse ich Sachen liegen, nur um Videos für euch zu machen. Wenn ihr das wertschätzt, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like dalasst. Und wenn ihr neu hier seid, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig keine weiteren coolen Videos mehr verpasst. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar. Bisher wurden alle Kommentare auf diesem Kanal beantwortet. Danke, dass ihr das alles möglich macht. Jetzt kommt der beste Teil. Wir packen das Ganze nämlich in die Shelly-App. Und ganz wichtig für euch, ich werde jetzt nicht auf das Gerät im Detail eingehen, sondern wirklich nur ganz schnell die Einstellungen zeigen, damit ihr damit sehr viel Spaß habt. Wenn ihr mehr Infos über dieses Gerät möchtet, dann schaut oben rechts, klickt dort den Link an und dann kommt ihr zum allgemeinen Video vom Shelly 1 Gen 3 und dann habt ihr alle Hintergrundinfos, die ihr zu diesem Gerät braucht. Und dann haben wir uns hier die Zeit gespart. Um jetzt das Shelly 1 Gen 3 mit meinem Heimnetz zu verbinden, gehe ich in die Nähe davon und öffne einmal die Shelly-App. Weil ich jetzt im Büro bin, gehe ich ganz kurz Richtung Garage, aber ihr könnt alles an diesem kleinen Bildschirm sehen, was ich da mache. Sobald ich mit der geöffneten Shelly-App in die Nähe des Gerätes gehe, wird es automatisch entdeckt. Wenn das bei euch nicht der Fall sein sollte, einfach in die Shelly-App gehen, unten rechts auf das Plus und dann in diesem Fall mache ich es gerne über Bluetooth, ihr könnt es aber auch über WLAN-AP-Scan machen und dann drücke ich auf Weiter. Jetzt wird hier das Gerät erkannt, ich klicke es einmal an und drücke unten rechts auf Weiter. Bei diesem Fenster könnt ihr die Einstellung so lassen und dann einfach auf Gerät hinzufügen, unten rechts. Jetzt wird hier das Gerät mit meinem WLAN-Netzwerk verbunden. Das warten wir ganz kurz ab, ich spule das einfach mal kurz vor. Jetzt können wir unserem Gerät einen Gerätenamen vergeben. Anschließend können wir selber ein Bild hochladen oder hier so ein Standardbild auswählen. Zum Beispiel dieses hier, was einem Garagentor ähnlich sieht. Danach packt ihr das bitte in einen Raum und drückt dann unten rechts auf Speichern. Nun wird dieses Gerät unserem Konto hinzugefügt. Somit ist das Gerät nun in der Shelly-App und wir können damit gleich anfangen zu arbeiten. Wartet einfach noch die ausstehende Verbindung ab und dann machen wir hier direkt weiter. Eigentlich kann man sagen, ist die Hälfte der Miete schon getan. Und es gibt jetzt noch ein paar Einstellungen, die wir vornehmen müssen, damit ihr hier ein sehr tolles Erlebnis mit eurem Torantrieb und dem Shelly habt. Mittlerweile ist auch hier der Torantrieb verfügbar. Dort gehen wir einmal rein. Wir gehen hier einmal zu dem Reiter Add-on Peripheriegeräte. Dann drücken wir hier einmal auf Hinzufügen. Dann wählen wir hier einmal den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor aus und drücken auf Hinzufügen. Macht dann noch keinen Neustart, drückt nochmal auf Hinzufügen und wählt hier einmal den digitalen Eingang ein. Nochmal hinzufügen und jetzt können wir einen Neustart machen. Jetzt hat er nämlich beide Geräte hier mit reingenommen, startet einmal neu und dann schauen wir uns das jetzt mal an. Jetzt zeigt er hier oben schon die Sensoren an und dass hier die Garage offen ist. Eigentlich dürftet ihr noch nicht das Garagensymbol sehen. Das ist eigentlich ein Spoiler. Ich wollte euch gleich zeigen, wie ihr das bekommt. Normalerweise steht hier ein oder aus. Wir gehen wieder zurück zu unseren Sensoren und ihr könnt hier noch Einstellungen vornehmen bezüglich des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors. Zum Beispiel den Offset ist nichts anderes wie eine Kalibrierung. Das heißt, wenn ihr denkt, es ist 3 Grad zu warm, dann macht einfach -3 und dann habt ihr das ausgeglichen. Und hier könnt ihr nochmal die Schwelle angeben, ab wie viel 0, Grad oder auch 1 Grad, je nachdem wie viel ihr wollt,
das Teil die Werte an die Shelly App senden soll. Das gleiche geht auch hier für den Feuchtigkeitssensor. Und jetzt gehen wir noch in den Magnetkontakt rein. Und dort könnt ihr zum Beispiel den Eingang invertieren. Ihr seht, bei mir wird offen angezeigt, obwohl es geschlossen ist. Also werde ich das hier einmal invertieren. Ich habe einfach wahrscheinlich mit dem Magnetkontakt anstatt normally closed, normally open genommen, aber ist nicht schlimm. Dann könnt ihr noch den Eingabetyp verändern. Bei mir passt Schalter. Sollte Schalter bei euch nicht passen, könnt ihr auch gerne Taster nehmen, je nachdem. Und jetzt kommt die Einstellung für das Garagensymbol. Bei euch sollte Basis standardmäßig ausgewählt sein. Ihr wählt dann bitte Garage aus und dann müsst ihr das einmal speichern und dann müsst ihr das Gerät auch einmal neu starten. Und dann sollte das eigentlich ersichtlich sein. Sollte das nicht der Fall sein, einfach mal die App neu starten. Ich habe das Shelly jetzt einmal kurz gestartet und jetzt sehen wir auch, dass es im geschlossenen Zustand bei mir als geschlossen angezeigt wird. Wunderbar. Jetzt werden wir noch ein paar Einstellungen hier machen, damit ihr ein tolles Erlebnis habt. Und zwar seht ihr, die Garage ist zwar bei mir zu, der Schalter ist aber an. Das ist falsch. Ich möchte sowas wie einen Tasterimpuls einfach nur durchgeben und nicht, dass es dauerhaft angezeigt wird. Also gehen wir einmal hier rein und gehen dann hier zur Zeitschaltuhr und wählen dann hier automatisch ausschalten, einen Haken setzen und schreiben hier eine 1 rein. Das bedeutet, dass wenn es einmal eingeschaltet wird durch einen Taster oder hier in der Shelly App durch den Knopf, dass es nach einer Sekunde wieder ausgehen soll. Und somit haben wir einen Tasterimpuls hier simuliert. Das ist perfekt und das Ganze können wir auch dann hier testen. Wir drücken hier einmal drauf und sehen hier, dass die Zeitschaltuhr einmal anfährt. Jetzt wird es als offen angezeigt und der Schalter geht sofort aus. Jetzt drücken wir nochmal drauf. Ihr seht, war wieder ein Impuls, 1 Sekunde, jetzt ist er stehen geblieben. Jetzt drücke ich nochmal drauf, wieder hier die 1 Sekunde, jetzt sollte es wieder runterfahren und hier gleich als geschlossen anzeigen. Somit haben wir das gemacht, also Haken dahinter. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch 1, 2 weitere Einstellungen hier vornehmen. Und zwar in den Einstellungen könnt ihr zum Beispiel den Energiesparmodus machen, empfehle ich euch. Ich meine, dann fährt die CPU etwas runter und erzeugt dann somit weniger Wärme im Shelly-Gerät. Aber ganz spannend sind hier die Eingangs- und Ausgangseinstellungen in doppelter Hinsicht. Zum einen müsst ihr hier definieren, ob ihr einen Schalter oder Taster habt. Ich habe bei mir einen Taster, wie ihr vorhin gesehen habt, und kann dann hier diese Einstellung nehmen. Die wurde jetzt schon angehakt. Und spannend ist weiter unten, hier Relais standardmäßig auf Einsetzen. Ist sehr kryptisch. Was bedeutet hier diese Einstellung? Wenn mal ein Stromausfall ist oder die Sicherung fliegt, und Achtung, wenn dann wieder Strom da ist, beziehungsweise die Sicherung eingeschaltet wird, wie soll hier das Shelly sich verhalten? Und bei ein, standardmäßig ist das leider so, dann würde hier das Gerät einen Impuls bekommen und würde hochfahren oder runterfahren, je nachdem, welchen Zustand es gerade ist oder war, wo der Strom weggegangen ist, sagen wir mal. Ich würde es auf Aussetzen, das heißt, wenn Strom kommt, bleibt es einfach aus. Ihr könnt es aber auch auf dem letzten Modus wiederherstellen machen, je nachdem, wie lustig ihr drauf seid. Und dann drückt ihr auf Speichern. Ihr könnt dann hier zum Beispiel auch noch die Schalterlogik invertieren, falls ihr das irgendwie falsch verkabelt habt, whatever. Das wird natürlich auch gehen. Firmware-Version könnt ihr hier aktualisieren, dann habt ihr das auch und könnt dann auch hier ein Werksreset machen oder Geräteneustart. Aber alle anderen Infos findet ihr auch in dem großen Shelly 1 Gen 3, Shelly 1 PM Gen 3 Video, deshalb ersparen wir uns das. Hallo Community, wir haben uns wieder einmal zusammengeschlossen, um einen besonderen Ort zu schaffen, der uns als Gemeinschaft noch näher zusammenbringt. Ein Ort, an dem ihr nicht nur eure Probleme, sondern auch eure Projekte vorstellen könnt. Ein Ort, an dem wir als Community füreinander da sind. Dieser Ort ist unser neues Forum, in dem ihr euch ab sofort unter community-smarthome.com registrieren könnt. Wir freuen uns riesig auf euch. Manche Zuschauerinnen und Zuschauer kennen sich jetzt mit Shelly-Produkten vielleicht noch nicht aus. Vielleicht ist genau dieses Produkt das allererste, womit Sie hiermit in Berührung kommen. Wenn ihr jetzt zu diesem Gerät zum Beispiel eine Automatisierung erstellen möchtet, dann könnt ihr hier in der Shelly-App in dem Raum auf Szenen gehen oder auf alle Szenen. Wir werden in diesem Video aber keine Automatisierungsszene erstellen. Wenn ihr aber eine erstellen möchtet und sehen möchtet, wie das funktioniert, oben rechts das Video. Ab Minute 20 und Sekunde 25 lege ich dort eine Automatisierung an und dann könnt ihr das dort euch anschauen und dann einfach selber welche anlegen. Dann haben wir uns einfach hier die Zeit gespart. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es jetzt bis hierhin geschafft haben. Ihr habt jetzt einen smarten Torantrieb. Ihr könnt es nun nativ mit Alexa nutzen, könnt es in der Shelly App einstellen, könnt das mit Google Home nutzen, einfach Shelly und Google Home verbinden oder Shelly und Alexa verbinden.
Das klappt echt wunderbar einfach. Und zukünftig, wenn Shelly das Meta-Update zur Verfügung stellt, könnt ihr das auch mit Apple HomeKit benutzen und auch mit Siri steuern. Ihr könnt es auch mit Samsung SmartThings und alle anderen Hersteller, die hier Meta unterstützen, könnt ihr dann hier euren Garagentorantrieb dann ansteuern. Wie cool ist das denn? Schreibt mir gern dazu eure Meinung in den Kommentaren. Bisher habe ich alle Kommentare beantwortet. Also, wenn das nicht Motivation genug ist. Jetzt zeige ich euch in Home Assistant, wie ihr diesen dynamischen Knopf bekommen könnt, sodass, wenn ihr drauf drückt, dass hier sowohl die Garage sich öffnet, als auch angezeigt wird, dass die Garage offen ist. Jetzt habe ich nochmal drauf gedrückt, jetzt bleibt sie quasi stehen und wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, fährt hier das Garagentor wieder runter und ich bekomme wieder mein dunkelblaues Symbol und dass es geschlossen ist. Kurzer Hinweis, bevor wir hier ins Video springen. In dem Video, wo ich den Shelly 1 Gen 3 und 1 PM Gen 3 vorgestellt habe, habe ich auch den Bereich Home Assistant gezeigt. Das heißt, jetzt werde ich einfach nur zeigen, wie man das schnell in Home Assistant umsetzt und ihr diesen Knopf bekommt, um es darüber zu steuern. Wenn ihr mehr Infos über das Gerät haben möchtet bezüglich Home Assistant, dann schaut euch das Video oben rechts an. Dann habt ihr alle Hintergrundinformationen auch darüber. Los geht's! In Home Assistant gehen wir jetzt zur Einstellung, Geräte und Dienste und bei mir wird hier das Shelly 1 Gen 3 schon angezeigt, weil es in meinem WLAN schon aufzufinden ist. Ich könnte es jetzt hierüber hinzufügen. Aber angenommen, das wird bei euch nicht direkt erkannt, gebt ihr hier bei Integration hinzufügen einmal Shelly ein und dann solltet ihr dieses Pop-up bekommen. Dort gebt ihr hier die IP-Adresse ein. Die IP-Adresse von eurem Shelly 1 Gen 3 findet ihr in der Shelly-App, in dem Gerät unter Einstellung und dann Gerätinformation. Und dann könnt ihr das hier eintragen. Natürlich hat jeder hier seine eigene IP-Adresse von seinem Router. Meine ist diese. Port könnt ihr bei 80 belassen und drückt dann auf OK. Ihr bekommt dann diese Erfolgsmeldung. Ich packe das bei mir in die Garage und dann drücken wir auf Fertig. Jetzt gehen wir zur Shelly-Integration und dort müsst ihr relativ weit runter scrollen, so bei S, bis ihr einen kryptischen Namen findet. Hier, diesen zum Beispiel. Den benennen wir einmal um und drücken dann auf OK. Bevor wir ins Gerät reingehen, ich stelle das auf Passiv. Die Einstellung dafür findet ihr in dem anderen Shelly 1 Gen 3 Video. Jetzt gehen wir da rein. Bevor ich hier weitermache, werde ich auch hier den Namen direkt ändern. Ich habe den Namen jetzt hier geändert zu Garage Tor und ich kann das hier nun über diesen Schalter steuern und ihr habt gesehen, der geht automatisch aus, weil er die Einstellung von der Shelly App nimmt. Also wunderbar. Ich sehe hier auch die Luftfeuchtigkeit und Temperatur, aber nicht den Schaltkontakt. Außerdem habe ich hier immer noch nicht hier dieses dynamische Icon, womit ich ja tagtäglich arbeiten möchte. Also drücken wir einmal hier drauf und sehen hier unseren Magnetkontakt. Dort drücken wir einmal drauf, dann auf Zahnrad und dann aktivieren wir das Ganze. Aber nicht nur das. Bei Anzeigen als wählt ihr hier bitte Garagentor aus. Und dann drücken wir auf Aktualisieren. Und jetzt müssen wir circa 3 Sekunden warten und das spule ich einmal vor. So, jetzt habe ich hier den Magnetkontakt und er sagt auch, dass er geöffnet ist. Und hier dieses Icon, das verändert sich auch. Ich sehe gerade, dass es auch offen ist. Das ist wunderbar. Idealerweise nach dem Impuls, den ich jetzt gegeben habe, sollte gleich das Ganze als geschlossen ausschauen. Da sehen wir es auch schon. Top. Aber ich muss es ja mit diesem Schalter steuern. Wenn ich hier drauf drücke, bekomme ich hier immer diese Mehr-Info-Anzeige. Damit kann ich hier nicht arbeiten. Ne? Das ist ja jetzt nicht Sinn und Zweck. Also bauen wir uns jetzt einen Knopf, wo wir beides miteinander verschmelzen. Ihr geht jetzt bitte zu dem Bereich, wo ihr diesen Knopf erstellen möchtet. Dann geht ihr oben rechts auf den Stift, drückt dann auf Karte hinzufügen und wählt dann bitte hier den Knopf. Als Entität nehmen wir hier unseren Magnetkontakt. Und ich könnte jetzt da drauf drücken, aber ich bekomme den Fehler, dass ein Binärsensor quasi hier nicht schaltbar ist. Das ist korrekt und dazu kommen wir jetzt. Bei Verhalten beim Antippen wählt ihr bitte Aktion ausführen aus. Und als Aktion nehmen wir Schalter einschalten. Und hier nehmen wir als Entität unser Garagentor. Und jetzt haben wir genau das erreicht, was wir wollten. Wenn wir jetzt da drauf drücken, dann fährt jetzt in meinem Fall die Garage runter und sollte hier gleich als geschlossen angezeigt werden. Und da haben wir es schon. Wunderbar, jetzt können wir das speichern und haben dann hier unsere Karte und können dann damit in Home Assistant ganz viel Spaß haben. Und somit wären wir auch hier im Home Assistant fertig. Und ich würde sagen, jetzt wird es Zeit fürs Outro und ab zum Fazit. Hey Siri, Garage auf. Hey Siri, Garage zu. Das ist bereits jetzt über Home Assistant möglich. Und zukünftig, so hat es der Hersteller versprochen, soll das auch nativ mit dem vorgestellten Shelly hier möglich sein. Und das ist natürlich, wo wir gerade beim Fazit sind, genau dieser Punkt.
Derzeit könnt ihr es nur mit der Shelly App steuern oder über Home Assistant, aber noch nicht in HomeKit oder Samsung SmartThings und so weiter. Das ist natürlich etwas, wo der Hersteller jetzt liefern muss. Natürlich, wenn ihr sagt, hey, mir reicht die Shelly App, mir reicht Home Assistant, mir reicht Alexa und Google Home, damit steuere ich das und das ist cool, dann Leute, go for it. Dann ist es das richtige Gerät. Wenn ihr aber irgendwie drauf setzt, ja, irgendwann würde ich es gerne mit HomeKit steuern oder mit Samsung SmartThings und dann kommt das vielleicht nicht oder vielleicht in einem Jahr oder 2 Jahren, wir wissen es ja nicht, dann kann es sein, dass ihr hier in die Röhre schaut. Mich persönlich würde es interessieren. Hat euch das Ganze geholfen? Wenn ja, über ein Like würde ich mich riesig freuen. Dankeschön. Und wenn ihr euch mit mir austauschen wollt zu diesem Gerät, bisher wurden auf diesem Kanal alle Kommentare schonungslos beantwortet. Und wenn jemand anderes unbedingt diese coole Garagensteuerung jetzt in dieser neuen Art und Form auch kennenlernen sollte, dann nehmt dieses Video und teilt es mit denen. Ich sage schon mal Dankeschön. Und somit werden wir durch. Danke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bleibt gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut. Ciao.